nicht jeder Bohrer. Aber keine Produktwerbung, alles zu. Videos sind nicht gesponsert. Und andere Firmen machen genauso gute Bohrer. Nicht nur japanische Firmen. Mit M. So, herzlich willkommen zu dem Video hier, das sich nennt Vordenkleistung Episode 2, Angriff der Vordenkleistung. Wollte ich gar nichts mehr machen, nur kurz anfassen. So, hier willkommen zum zweiten Video also. Und ich dachte, wir treffen uns hier mal wieder, um zu quatschen. Also ich, und sonst ist halt hier jetzt gerade niemand im Raum. Aber gut. Worüber ich reden will, was der Aufhänger ist, dass mir in letzter Zeit immer wieder so auffällt, dass Probleme entstehen oder Leute Probleme haben mit ihrer Praxis, wenn die zu ergebnisorientiert ist oder ergebnisorientiert überhaupt. Ist vielleicht eine Zeitgeistfrage. Zeitgeist ist ein weiteres Wort, das man nicht übersetzen kann. Wenn dann hier die Untertitel stehen, hier oder hier unten, übersetzt von Oskar, danke an Oskar schon mal. Kann man nicht übersetzen, Zeitgeist. Also ist vielleicht eine Zeitgeistfrage. Das durchweg durch jedes Alter, also ganz egal welches Alter, ob 20 oder 50, jedes Alter, ne? 20 bis 50, gibt gar nicht andere Altersklassen, davor und danach. Gibt's auch. Sogar immer mehr. Oben. Jetzt gerade am Kommen. Das zieht sich so durch diese ganzen Altersklassen durch, dass Leute immer wieder das Problem haben, dass sie einfach zu ergebnisorientiert sind, sage ich mal so. Also dass Leute da eine Schwierigkeit haben, weil was das nämlich erzeugt, ist, dass man sich immer so auch vergleicht mit anderen, weil diese Ergebnisse, diese Resultate ja immer Resultate sind im Vergleich zu anderen. Jetzt habe ich quasi meine Logik mit so einer Art Kreisschluss erklärt. Das war ein bisschen unsauber, aber vielleicht hat es jetzt keiner auch gemerkt. Also sagen wir mal, es gibt irgendwelche Übungen, irgendwie sowas, und dann machen Leute da diese Übungen und erreichen dann bestimmte Ziele und dann gilt das irgendwie als Ziel. Und das kann zum Beispiel sein im Krafttraining, aber auch in anderen Sachen wie Akrobatik oder im Klettern oder was auch immer. Ne? Überall, da wird immer gemessen. Also im sowas wie Tricking, wenn man dann irgendwie sich so mehrfach dreht um Achsen rum, Y, X-Achse, Z-Achse, SZ-Achse. Und da bin ich gespannt, Oskar, was du jetzt machst. Ne? Und wer sich mehr dreht, ist geiler irgendwie so. Und beim Klettern gibt es halt die Klettergrade und beim Krafttraining kann man das messen oder wie viele Wiederholungen man macht und wie viel Gewicht und so weiter und so fort. Und das ist aber irgendwie auch so ein bisschen irgendwie so total willkürlich so. Also es gibt zum Beispiel im Krafttraining mit dem Bein diese Sache, dass man sagt, zweifaches Körpergewicht Kniebeuge hinten oder dreifaches Körpergewicht Deadlift und dann ist man irgendwie gut dabei. Dann gehört man irgendwie so zum oberen Teil oder sowas. Oder
Oder wenn man so mega hardcore drauf ist, dann gehört man überhaupt erst zu denen, die wirklich irgendwie Krafttraining machen. Oder irgendwie so. Ja. Bisschen die Frage, warum jetzt zweimal Körpergewicht und nicht 1,3111765,2. Oder jetzt habe ich gerade in letzter Zeit gesehen, da haben viele gepostet, dann machen die mit dem Ball so ta 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 100 Mal. Zwei Bälle, eine Hand, zwei Bälle, 100 Mal. Ja gut, hast du geschafft. Jetzt unklar, warum 100 Mal und nicht 99 oder warum 100 genug ist und nicht 101 oder so. Also ist so willkürlich einfach 100, ja, ist halt 10 mal 10, also 10, ich habe 10 Finger, deswegen zählen wir bis 10, meisten Völker zählen bis 10, manche nicht, gibt auch Völker, die zählen zum Beispiel nur bis 7. So 10 Finger und das 10 mal 100 ist irgendwie so, hat eine gewisse Klarheit. Also durch die Anatomie meiner Hände wird dann vorgegeben, wie viel Mal ich eine Übung machen soll, damit das dann bin ich fertig damit. Und dann gehe ich zum nächsten. Ja, ich glaube, wenn ich das so ausspreche, dann ist schon irgendwie, also ist der Witz schon klar so. Ne? Also ob ich jetzt 85 mache oder 125, ist ja das ist so total Schnuppe. Was bringt denn das auch überhaupt? Also da steckt immer ganz viel drin in diesen ganzen Übungen, aber ob ich jetzt so und so viel mache, heißt doch nicht, dass ich da dann, also es ist ja heißt ja nicht, was ich da alles rausgeholt habe. Was heißt denn das überhaupt? Ergebnisse? Was geschafft? Also das ist dann irgendwie so das Messbare. Da fallen so ganz viele Sachen raus. Also ich kann ja auch sagen, zum Beispiel ich mache Krafttraining so gut, hier zweimal hinten, zweimal Körpergewicht hinten. Aber es gibt ja auch ganz viele andere Sachen, die ich da so resultativieren kann. Zum Beispiel, vielleicht quatsche ich die ganze Zeit beim Krafttraining und habe voll die gute Zeit mit anderen Leuten. Könnte ich ja auch messen, wie gut meine Zeit ist, die ich habe. Mit so gut mit Mess-App, Messgerät. Zeit 5 gut gemacht. Gute Zeit, richtig gut. Mit Freunden. Oder Leuten, die vielleicht nicht mal Freunde sind, sondern einfach an Menschen, andere Menschen. Das ist gar nicht immer Freunde sein. Können auch einfach Menschen sein. Gute Zeit mit Menschen. Das ist doch super. Einfach Krafttraining, gute Zeit mit Menschen. Das ist doch, ja, warum denn was anderes? Muss ich doch gar nicht. Wir haben diese 4 Sachen, Contemplating the Why Question, könnte man jetzt hier so verlinken, mache ich aber nicht, weil es mir zu anstrengend. Kann man dann da selbst eingeben und gucken und da liest sich so auf, was sind so die Warum-Fragen. Aber unabhängig davon, ja, gute Zeit einfach. Oder vielleicht ist das, was ich da gewinne, so einfach ein bestimmtes Gefühl. Irgendwie the Pump. Pump ist ja auch cool. Pump, ja. Krafttraining, the Pump, ist so super. Oder, oder einfach so auf einer somatischen Ebene. Ist gar nicht von außen sichtbar, was da in mir drin passiert. Ganz viele Sachen. Ich entdecke ganz viele Sachen und ob ich jetzt irgendwie zweimal Körpergewicht so hoch drücke oder nicht, sagt man drücke? Stemmen, drücken? Weiß ich nicht. Ja, das ist ja super. Also kann man messen, ist eine Sache. Ne? Gibt es noch ganz viele andere Sachen. So.
Also ist jetzt ein bisschen die Frage, wie sehr man sich daran aufhängt, dass man da irgendwie was geschafft hat oder nicht. Ob man da jetzt irgendwie so Spagat macht oder sowas. Und dann haben manche Leute auch Schwierigkeiten damit, zum Beispiel, wenn sie was nicht können, einfach weil sie eine körperliche Limitation haben. Zum Beispiel manche Leute sind einfach nicht so biegsam in der Wirbelsäule und die kriegen einfach nicht die gleiche Brücke hin wie jemand anders. Oder die Hüfte ist nicht so gebaut, dass ich so einfach so runtergehen kann, weil es ist auch einfach dann zu gefährlich, wenn ich in Seitspaghat gehe. Dann, ja, jeder ist da halt anders. Ich habe zum Beispiel ein Problem zu pronieren. Kann, wenn ich hier so mache, die meisten Leute kriegen das horizontal. Kriege ich gar nicht hin. So, was soll ich jetzt? Kann ja jetzt nicht hier rummeckern. Das ist halt so, ist ja auch Schnuppe, ist ja total egal. Beeinflusst mein Leben im Grunde überhaupt nicht, weil ich mache halt irgendwie trotzdem Sachen. Ja, ja. Aber wenn man dann so ergebnisorientiert ist und sich vergleicht mit den anderen Leuten, dann vergleicht man sich halt auch oft mit den, was man so auf YouTube sieht. Und auf YouTube werden halt immer diese krassen Ausnahmen halt so gepusht. Es gibt halt Leute, die machen halt den ganzen Tag nichts anderes, außer irgendwas, eine bestimmte Übung, und dann zeigen die Übung auf YouTube und dann sieht es halt überkrass aus. Gut, ja, ist doch cool, dass die das machen. Ist doch cool, kann ich mir das einfach angucken und sagen, hey, das ist super, das ist doch cool, dass die das machen. Und überhaupt kein Gefühl haben, ah ja, ich kann das nicht. Ja, na und? Interessiert doch niemanden. Wenn man aber diesen Stressfaktor der anderen Menschen so hat, dass man dieses Vordenkleistung-Ding quasi so lebt, dass man also das akzeptiert, was andere so, oder das so in sich aufnimmt, was andere so machen und so, und dann so dem Selbst so große Bedeutung hinzufügt, dann kann es irgendwie so schwierig werden. Ja, gerade wenn der Vergleich dann immer mit Spezialisten ist, ne? Die es einfach den ganzen Tag machen und man selbst macht das irgendwie nur so freizeitmäßig. Ich glaube, wenn man sich davon lösen kann, davon, dass es wichtig ist, jetzt hier irgendwie ein Ergebnis abzuliefern, sondern einfach machen kann, nicht so fortschrittsorientiert, sondern einfach tun und da eben drin sein. Ich glaube, das ist eigentlich so die erste Übung. Das ist die erste Übung. Und dann kann man anfangen, wenn man so weit ist. Würde aber, wenn wir jetzt so hart, wenn wir das dafür sorgen, dass ziemlich viele Leute, glaube ich, nicht anfangen können. Und es ist ja nicht falsch, ein Ziel zu haben, gar nicht, weil ein Ziel sorgt dafür, dass ich das irgendwie so ein bisschen ausrichte, was ich mache. Aber sich so an dem Ziel aufzuhängen, gerade wenn das im Vergleich ist zu dem, was andere machen, wenn also dieser Faktor, jetzt fällt mir ja, was ich eigentlich sagen wollte, wenn man diesen Stressfaktor andere Menschen so, wenn der so präsent ist in einem, eigentlich der größte Stressfaktor im Leben sind andere Menschen. Ja. Das ist der größte Stressfaktor heutzutage. Es gibt ja keine Löwen hier bei mir hier im Zimmer gibt es keine Löwen. So, draußen auch nicht. Hier keine wilden Tiere, nix. Auto, gut, kann man überfahren werden. Sind ja auch Menschen drin. Größter Stressfaktor sind die anderen Menschen, das Zusammenleben mit den anderen Menschen. Und wenn ich dann das da rein projiziere in die Praxis und dann so wichtig ist, andere machen das und ich muss das und das und das machen, damit ich irgendwie was erreicht habe oder dazugehöre und so weiter und so fort, dann ist es auch einfach so kapitalistisches Denken. Im Grunde diese Idee,
dass man sich immer weiterentwickelt und so ein ganz breites Spektrum an Sachen macht, ist eine Zeitgeistidee. Muss man einfach vielleicht auch mal den Elefanten im Raum, also eine blöde Übersetzung aus dem Englischen, den einfach also mal ansprechen, dass das total in die Zeit passt. Das ist nichts Krasses vom Gedanken. Weil das ist das, was hier heutzutage gefragt ist. Es ist immer diese ganze Startup Silicon Valley Sache, die so disruptiv ist in der Arbeitswelt, dafür sorgt, dass man sich konstant lebenslanges Lernen, konstant weiterentwickeln, Job wechseln, dass man nicht mehr diesen Lebenslauf hat, okay, ich habe hier meine Berufung und das mache ich halt und arbeite im Betrieb so, oder an einer Uni oder sowas, sondern ist immer so boom, 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 boom hin und her geswitcht, man kriegt gar keine längerfristigen Verträge mehr, muss sich andauernd weiterentwickeln und diese Praxis mit dem, dass man halt so Movement Practice, dass man so viele verschiedene Sachen macht und sich immer weiterentwickelt und so ganz breit aufgestellt ist und nicht Spezialist ist genau, matcht das, also passt dazu rein, jetzt höre ich wieder auf, Anglizismen zu benutzen, passt da genau rein. Was nicht mehr reinpasst, ist eigentlich diese alte Sache, diese Fitnessstudio-Sache, dass man da hingeht und immer das Gleiche macht und dabei auch nichts lernt, sondern einfach so stupide was macht. Das passt eigentlich nicht mehr in die Zeit. In dem Sinne ist das keine Revolte großartig, das zu machen, sondern das ist der Zeitgeist, das ist mit der Zeit gehen, so zu arbeiten. Und mit der Zeit gehen heißt dann aber auch, dass es ganz viel darum geht, was man so erreicht und so weiter und so fort. Und die Revolte startet jetzt hier, wenn man sagt, ich mache das alles, aber es ist nicht ergebnisorientiert, sondern es ist einfach der Prozess. Wir machen einfach, gar nicht mal unbedingt der Prozess, sondern einfach das Tun. Und dann kommt der Prozess und aus dem Prozess entsteht das Ergebnis, aber es geht nicht ums das Ergebnis. Das heißt, wenn es mir darum geht, irgendwas zu erreichen, die tolle Übung oder den Trick und so weiter und so fort, dann spiele ich halt das Spiel, was irgendwie die ganze Zeit so gespielt wird. Und dann wird man auch schnell frustriert. Die Leute, die so die so ergebnisorientiert sind, die sind viel schneller frustriert, die geben viel schneller auf. Und da ist die Praxis noch nicht erwachsen genug. Guck mal, wenn ich ein Instrument lerne, da gehe ich auch nicht nach 2 Monaten, oh ja, ist irgendwie anstrengend und geht nur langsam voran, ist schon irgendwie frustrierend so. Ja, so übt man halt, so lernt man halt ein Instrument, ist jetzt hier nicht von heute auf morgen, ist ganz klar, ist halt schwierig. Es dauert halt 10 Jahre. Irgendwas, weiß ich gar nicht, was 10 Jahre dauert, Schwachsinnssatz. Irgendwas, deshalb braucht halt Zeit bis gar nichts eigentlich. Also es braucht auch keine Zeit, weil ich kann ja auch gleich Musik machen. Ich kann gleich Musik machen und es ist auch gleich gut so. Und nach 10 Jahren mache ich halt anders Musik als nach einem Tag. Aber wenn ich gucke, was da irgendwie Konzertpianisten machen und dann merke, nach 2 Wochen bin ich da irgendwie noch nicht, werde ich wahrscheinlich niemals ankommen, weil die nämlich angefangen haben mit 4 Klavier zu spielen und mit 20 schon 20.000 Stunden Klavier geübt haben. Aber darum geht es ja auch nicht. Das sind halt so Ausnahmen, an denen ich mich nur orientieren könnte, wenn ich auch in der gleichen Situation wäre. Sie sind aber die allerwenigsten Menschen haben angefangen mit 4 jeden Tag 4 Stunden oder mehr Klavier zu üben. Ja. Deswegen auch Vordenkleistung Episode 2, weil das ist ein bisschen wie bei Star Trek, wenn man so nicht ergebnisorientiert ist eigentlich. Ne? Bei Star Trek fliegen die durchs All mit ihrem Sternzerstörer, Captain Picard, und die fliegen einfach so rum. Sagt man fliegen im Weltall? Die sind einfach so unterwegs. Star Trek halt, ne?
sind so unterwegs und dann passieren halt Sachen und dann werden da Sachen getan. Man trifft dann irgendwie da so eine neue Truppe oder so oder einen Planeten oder die Borg oder so. Oder diesen Q-Typen oder wen noch. Gibt es noch viele Leute, die man da treffen kann. Trifft man die und dann ist so gucken, was ist denn jetzt hier, wie funktioniert denn das bei euch, wie funktioniert denn das bei uns, rausfinden und so und dann, ja, okay, cool, jetzt weiter. So, geh weiter. Okay, kann man auch nicht übersetzen, weil das so ein deutscher Witz ist. Aus Hamburg. Ne, also ist so, das ist Star Trek. Deswegen glaube ich, ist auch gut, wenn man das jetzt so nennt. Raumschiff Enterprise oder Star Trek, was wir machen. Einfach, ja, ist doch super. Raumschiff Enterprise, finde ich total gut. Wir machen einfach Raumschiff Enterprise. Leute fragen mal, was macht ihr? Wie heißt es denn? Ja, weiß ich auch nicht so genau. Ist halt irgendwie so, wir machen Prutz, Prutz, Prutz könnte es auch heißen. Wollte ich gerade Prozess sagen, wollte ich dann aber doch nicht mehr. Nee, kein guter Name. Aber wie heißt es denn, fragen die Leute? Ja, hat keinen wirklichen Namen. Wir machen verschiedene Sachen. Die aber alle eins sind. Oder so. Ja. Aber Star Trek. Raumschiff Enterprise. Das ist eigentlich total gute Zusammenfassung. Raumschiff Enterprise. Ist sowieso total die tolle Utopie, ne? Da bei denen. Da wird ja auch nicht mehr gearbeitet für Geld und so, hat jeder alles. Ist im Grunde so Universal Basic Income, bedingungsloses Grundeinkommen. Genau. Toll. Wenn wir also irgendwie wenn die Praxis kann, die hat nämlich Potenzial, genau also was Positives zu erzeugen, also was Neues, Gesellschaftliches in dem Sinne auch. Und nicht einfach so da im Trog-Sog mit zu schwimmen, so in diesem Alten, sondern einfach auch so einen positiven Schritt zu machen und so eine friedliche Praxis zu sein. Nicht so, nee, du machst das und ich mach das und das ist viel besser als das, was er macht. Und er ist halt voll der Typ so. Und das hat großes Potenzial, wenn es nicht ums Vergleichen geht, sondern einfach um das Tun gemeinsam und die Erfahrung. Die Erfahrung gemeinsam. Und das Teilen und so weiter und so fort. Ja. Ja, Fortschritt, ne? Fortschritt. Muss gar nicht. Kann auch einfach, nee, auch einfach so, jetzt, hier, zack. Wahn, Fortschrittswahn, 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 Wahn, Fortschrittswahn, Fortschrittswahn. Gut, ja, ich weiß gar nicht, wer jetzt noch zuguckt gerade. Ist ja immer schwierig, wenn nicht so viel passiert auch für die Leute. Passiert jetzt hier ja gerade nicht mehr so viel im Video. Ich habe eigentlich auch schon alles gesagt, aber irgendwie auch noch, muss jetzt hier noch ausklingen, das Ganze, so kontemplativ ausklingen.
manchmal sagen die Leute dann auch, dass sie irgendwo, da habe ich gute Fortschritte gemacht. Oder da habe ich nicht so gute Fortschritte gemacht. Auch wenn ich die Leute, die bei mir Online-Support machen, mit denen ich die Trainingspläne mache, dann frage ich mich halt, ja, weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Vielleicht fühlt man das oft gar nicht, wo man so Fortschritte gemacht hat, wo was passiert ist. Bei manchen Sachen kann man es halt leicht sehen oder messen. Zum Beispiel bei so Kniebeuge hinten oder sowas. Oder Ball so. Bei anderen Sachen halt nicht. Oder man weiß gar nicht, man weiß nicht, was man messen will. Was ist denn was ist dieser Fortschritt? Habe ich vorhin schon gesagt, sage ich jetzt nochmal, weil es irgendwie ist, was ist denn da dieser Fortschritt? Also Fortschritt in was denn? Den ganz offensichtlichen Sachen oder sind da vielleicht noch ganz viele andere Ebenen so, an denen man was machen kann? Ja. Nee, gut, super. Hey, ich glaube, ja, also Star Trek, super, super. Aber nicht hier Voyager-Ding, weil da wollen die irgendwie so zurück zur Erde, glaube ich. Die sind irgendwie so, die sind ganz weit weg im Gamma-Beta-Quadranten, Gamma-Quadranten, weiß ich gar nicht mehr, wie war das denn? Naja, und die wollen zurück zur Erde und es ist so ganz weit, also die sind so weggeschleudert, die müssen dann ein Wurmloch finden und dadurch zurück, weil ganz normal zurück würde irgendwie so 1000 Jahre dauern oder so, weil sie sind so weit weg. Die haben halt ein klares Ziel dann. Ist, glaube ich, auch okay in der Situation. Ist auch schon irgendwie, kann ich dann auch verstehen. Die haben so ein klares Ziel, dann zurück zur Erde und so. Aber ist in dem Sinne nicht ganz so philosophisch so interessant. Also utopisch ist keine utopische Situation. Raumschiff Voyager. Voyager. Ja. Deswegen, also Enterprise, da ist schon besser. Raumpatrouille Enterprise. Gut, naja, ich mach mal weiter. Ja, muss immer sichern, ne? Wichtig. Okay. Danke fürs Zuhören und bis später, ne?